Flammen schlagen sich durch den Wald. Seit Montagnachmittag herrscht am Altkönig zwischen Kronberg und Königstein im Taunus Alarmzustand. Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen noch immer Glutnester, die immer wieder aufflammen. Dennoch ist der Waldbrand unter Kontrolle. Inzwischen gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Schon von weitem war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Wegen der Trockenheit der letzten Wochen breitete sich das Feuer extrem schnell bis zu den Baumwipfeln aus. Reporter Cora Elele trifft heute Nachmittag Klaus Fellbecker. Er ist Förster bei Hessen Forst und zeigt uns, wie sehr die Trockenheit der letzten Wochen schon jetzt im Frühsommer den hessischen Wäldern zusetzt. Ich glaube, man kann sagen, wir stehen hier ziemlich auf dem Trockenen, Herr Fellbecker. Wie steht es denn um den Wald aktuell? Genau so ist es. Zurzeit ist es also nicht nur trocken, sondern hier ist es wirklich auf gut Deutsch gesagt furztrocken. Wenn wir hier einfach mal auf den Boden greifen, da stellen wir fest, hier ist alles Staub und es knistert nur. Also auch die Pflanzen, die hier zwischendrin in meinen Händen sind, die zerbröseln. Die Oberfläche hier ist komplett abgetrocknet. Seit Anfang Juni ist auch im Wald bei Mörfelden-Walldorf kein Wasser mehr für die Pflanzen in einer Bodenschicht von 25 cm verfügbar. Was bedeutet? Dass die Krauti-Vegetation und die Grasvegetation, die wir hier um uns drumherum haben, dass die jetzt langsam aber sicher anfängt abzusterben. Die trocknet einfach runter. Die Bäume selber haben ihr Hauptwurzelwerk natürlich noch etwas tiefer im Boden verankert. Die zeigen auch zurzeit noch keine großen Trockniserscheinungen. Das, was wir hier sehen, abgestorbene Kronen, das hängt alles noch mit den Dürrejahren 2018, 19, 20 und auch 22 zusammen. Der viele Regen im Frühjahr hat die Natur nur kurz aufatmen lassen. Die Grafik zeigt, dass es bis Januar extrem trocken war bei uns in Deutschland. Erst im Februar bis Ende Mai hat sich die Situation kurz verbessert. Doch schon jetzt, im Juni, beginnt wieder eine extreme Trockenperiode. Bedeutet, schon jetzt reicht ein Funke aus, um den Wald in ein Flammenmeer zu verwandeln. Aus so einer weggeschnickten Zigarettenkippe kann tatsächlich für den Wald ein Riesenproblem entstehen, sprich die Katastrophe entstehen. Wenn hier ein Waldbrand aufläuft und die Vegetation nachher verbrannt ist, hat man keine Chance mehr. Laut hessischem Waldgesetz ist das Rauchen übrigens ganzjährig im Wald verboten. Kommen wir vom Land in die Stadt. Die Trockenheit ist aber natürlich nicht nur ein Problem für den Wald, sondern auch für die Grünflächen in den Städten, wie hier in diesem Park. Und man kann auch messen, wie trocken so ein Boden ist. Es gibt so ein Hydrometer, das ist ein Feuchtigkeitsmesser letztlich für den Boden. Den kann man in den Boden reinstecken. Schauen wir mal. Und wenn ich jetzt hier so oberflächlich nicht ganz so tief reinstecke, zeigt er mir an, rot, trocken. Ich versuche mal ein bisschen tiefer in den Boden zu kommen. Ist so trocken und hart. Ich kriege das Ding gar nicht viel tiefer rein, bin jetzt ein paar Zentimeter im Boden drin und immer noch rot, trocken. Durch den jetzt schon sehr trockenen Juni ist die Brandgefahr bereits jetzt schon an der Spitze. In den Parks, wenn gegrillt wird, oder eben, wie man beim Waldbrand am Altkönig im Taunus sehen kann. Hier liegt die Bodentemperatur in den betroffenen Gebieten teilweise noch bei 450 Grad. Ein leichter Wind kann alles wieder entflammen.